Hallo meine lieben Nähfreunde, heute geht's um Reparatur und Upcycling. Die meisten von euch wissen es. Man kauft sich ja die Nähmaschine nicht unbedingt nur, um mal was Neues zu nähen, also um sich ein Shirt zu nähen oder eine Tasche, sondern wir wollen ja in der Regel auch mal was reparieren oder vielleicht umnähen oder verändern. Und das ist für mich auch ein sehr großes Thema. Das ist mir wirklich super wichtig. Also in diesem Format soll es tatsächlich nur um Upcycling und Reparaturen gehen. Ich habe euch dafür auch eine Playlist erstellt. Schaut da gerne mal rein. Ich habe schon mehrere Videos zu dem Thema gemacht. Ich habe zum Beispiel aus alten Jeans mal eine Tasche genäht oder habe aus einem Pullover eine Hose gemacht. Heute ging es um eine Hose. Und zwar kam auf mich jemand zu mit einer Jeans. Und wie soll ich sagen, aus dieser langen Jeans machen wir heute eine kurze Hose. Heute geht es mal darum, wie man einen neuen Saum bei einer Jeans nähen kann. Die Jeans braucht dabei einen neuen Saum. Ich zeige euch mal warum. Diese Jeans ist mit ihrem Besitzer sehr viel Fahrrad gefahren und anscheinend auch mal hingefallen. Deswegen schauen wir uns jetzt hier mal an, was wir noch retten können. Also bei dem Hosenbein haben wir einmal einen Schlitz, der richtig weit hoch geht. Beim zweiten Hosenbein ist auch ein Schlitz, auch hinten ist auch ziemlich viel kaputt. Also den Saum kann man hier definitiv nicht retten. Dann haben wir hier noch ein großes Loch, aber obenrum sitzt diese Hose einfach perfekt. Deswegen wollen wir die erhalten. Der Plan steht also, die Hose muss gekürzt werden auf eine kurze Hose. Dafür nutze ich ein Schneiderwerkzeug, in dem Fall die Stoffschere und etwas zum Markieren. Das ist bei mir Schneiderkreide, aber ihr habt sicherlich andere Markierstifte. Perfekt sind hier Jeansnadeln. Ihr könnt aber auch sehr starke Universalnadeln nehmen, nämlich 90er. Und Universalgarn reicht hier aus. Ihr müsst nicht extra teures Jeansgarn kaufen. Wichtig ist eins: Traut euch an die Jeans. Probiert es aus, ihr könnt es schaffen. Ich habe hier noch ein kleines Loch entdeckt, das habe ich mir gleich mal markiert, denn das wollen wir ja nicht übernehmen. Da muss auf jeden Fall auch geschnitten werden. Jetzt habe ich mir eine Länge überlegt, bei der auf jeden Fall die Löcher weg sind und markiere mir das einmal. Um die Markierung auf das andere Hosenbein zu übernehmen, zeichne ich hier unten an der Kante einmal an, indem ich ein bisschen anhebe und oben. Und jetzt habe ich ja zwei Punkte, die ich einfach mit einer Linie verbinde. Klappe mir also das Hosenbein hoch und verbinde. Und dabei fällt mir direkt mal auf, okay, dieses Loch geht auf jeden Fall noch weiter als das andere auf dem anderen Hosenbein. Das heißt, wir müssen hier nochmal einen Zentimeter wegnehmen. Gut ist hier, wenn man ein Quiltlineal hat. Da sind auf jeden Fall schöne Linien, die genau einen Zentimeter zeigen. Und so wird das Ganze auch exakt. Das übertrage ich jetzt auch auf das zweite Hosenbein. Also dieser Zentimeter muss auch noch ab. Jetzt kommt die Stoffschere zum Einsatz. Mit dem Rollschneider wäre ich hier nicht durchgekommen, deswegen benutze ich meine Schere. Und schneide jetzt einfach an der Linie entlang. Kurz und schmerzlos. Jetzt wollen wir einen Saum bilden. Wer möchte, kann jetzt nach außen krempeln und einen schönen Krempelsaum nähen. In meinem Fall wurde aber ein Saum nach innen gewünscht, deswegen werden wir jetzt die Hose einmal wenden und den Saum nach innen nähen. Ich finde aber nach außen auch schön. Jetzt nehmen wir uns die erste Naht vor. Das ist ganz interessant, das ist nämlich eine sogenannte Kappnaht. Die ist einmal abgesteppt. Ich markiere mir nach 1 Zentimeter und ihr seht hier, die ist auch fest, ganz fest genäht und ich werde die nicht auftrennen. Diese Naht ist wirklich sehr dick. Schaut mal, wenn ich jetzt zweimal umschlagen würde, um einen 1 Zentimeter Saum zu haben, dann wird das so dick, dass man das fast nicht einschlagen kann und eure Nadel würde euch hier abbrechen, denn das ist wirklich so dick und so hart. Deswegen schneiden wir hier ein kleines Viereck aus. Dafür nehme ich meine Stoffschere und schneide hier bei dieser 1 Zentimeter Markierung diese Naht quadratisch einmal aus. Dann habe ich hier dieses kleine Viereckchen. Das lege ich mir aber beiseite, das brauche ich dann nicht mehr. Seid vorsichtig, versucht nicht in die Jeans reinzuschneiden. Und siehe da, jetzt kann ich 1 Zentimeter ganz bequem umschlagen und direkt noch den zweiten und habe so den perfekten Saum eingeschlagen. Und über diese 2 Säume komme ich auf jeden Fall mit der Nadel drüber, das wird kein Problem. 3 schaffe ich aber auf gar keinen Fall.
Und jetzt schauen wir uns mal die andere Naht an. Das ist nämlich eine andere Art. Hier haben wir wirklich einfach nur versäuberte Stoffstücken und die sind aneinander genäht. Wenn ihr diese Variante bei den Jeans habt, also keine Cupnaht, sondern einfach diese Versäuberung, ist es ganz einfach. Ihr markiert euch nach 1 Zentimeter einmal mit einer Linie und schneidet dort einfach ein. Ihr schneidet einfach diese Naht ein. So, und dann nochmal 1 Zentimeter abmessen, markieren und einschneiden. Das sieht jetzt erstmal ein bisschen witzig aus, aber schaut mal, wenn ich das entgegengesetzt falte, also nach links und nach rechts, und die untere Naht dann einmal auseinanderklappe, dann ist das Ganze wieder gar nicht so dick und kann perfekt zweimal eingeschlagen werden. Und auch da kommt ihr mit der Nadel drüber. Da muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Also, warum man immer den Saum erhalten muss bei Jeans, finde ich eigentlich fragwürdig, denn ihr könnt auf jeden Fall einen eigenen Saum nähen, das ist kein Problem. Und jetzt nähen wir einmal rundherum mit dem Geradstich. Ich möchte euch aber gerne noch meine Einstellung dazu zeigen. Also hier habe ich die 90er Nadel und eine sehr große Stichlänge von 3. Ich habe aber auch eine hohe Fadenspannung von 4,6 eingestellt. Die Stichlänge könnt ihr auch noch ein bisschen weiter stellen, wenn ihr wollt. Näht nicht zu enge Stiche bei so dichtem Stoff. Ich habe übrigens dann noch die abgeschnittenen Hosenbeine genommen und da ein paar Nähte ausprobiert. Macht das gerne auch, nehmt die Reste, die ihr abgeschnitten habt und probiert dort mal ein bisschen aus, welche Stichlänge ihr nehmen möchtet und wie eure Nadel durch den Stoff kommt. Wenn ihr da schon merkt, dass ihr nicht durchkommt, dann wird es beim Saum auch nicht klappen. Dann nehme ich mir eine Hebamme, denn genau über so einen Saum kommt man mit dem Nähfuß einfach sonst nicht drüber. Und dann kann das fröhliche Nähen mit dem Geradstich auch schon losgehen. Und dank der Jeansnadel funktioniert das auch perfekt. Wichtig ist, dass hier auch die Einstellungen passen. Also wie gesagt, ein weiter Stich und eine höhere Fadenspannung können hier schon den großen Unterschied machen. Wenn ihr immer an diese Säume kommt, das müsste ja 2-mal pro Hosenbein sein, dann sucht euch etwas für diese Höhenüberwindung, sonst hängt euer Nähfüßchen fest und ihr bekommt Fadensalat. Und das Allerwichtigste, nehmt euch Zeit beim Nähen. Wenn euch mal etwas zu hoch wird und ihr merkt, ihr kommt mit dem Nähfuß nicht drüber, benutzt auch gern mal das Handrad zum Nähen. Das ist kein Problem. Schaut mal, wie langsam ich hier nähe. Und mein letzter Tipp ist, nutzt die Freiarmfunktion. Das heißt, ihr könnt so euer Nähgut, in dem Fall das Hosenbein, einmal über diesen Freiarm schieben und damit habt ihr freie Bahn zum Nähen. Das macht vieles so viel einfacher. Ich bin so stolz, dass die Lieblingshose erhalten werden konnte, indem sie jetzt einfach eine kurze Hose geworden ist und perfekt im Sommer sitzt. Dabei sind die Nähte auch wirklich perfekt geworden. Also, keine Angst vor Jeansnähten. Es gibt viele Tipps und Tricks, wie man damit umgehen kann. Und das kann wirklich jeder schaffen. Ich habe bereits das Feedback für diese Hose bekommen und sie ist perfekt geworden. Die Länge ist perfekt und sie wurde auch schon angezogen. Ich bin total stolz drauf, dass wir dieses Kleidungsstück einfach erhalten konnten und es auch immer noch gerne getragen wird. Wenn ihr diese Reihe gut findet, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch, aktiviert die Glocke und den Kanal. Damit bekommt ihr immer eine Information, wenn ich ein neues Video hochlade. Und dann sage ich mal, wir sehen uns beim nächsten Mal.